Sucht beginnt ja nicht damit, dass du dir irgendwie vornehmen würdest, ich will jetzt mein Leben zerstören. Ich habe noch nie eine Katze auf Droge gesehen. Der hat das Ding gegessen, Ja, die Augen, der hat Pupillen gekriegt, also Riesenpupillen und ja. dann so. Beginnt ja damit, dass du irgendetwas brauchst, um dich besser zu fühlen. Aber wir haben die Lösung. Ja, wir haben Ah, die Lösung. wir haben die Lösung. Wir haben jetzt die Lösung, genau, weil wir den Scheiß erleben durften. Wir mussten ja durch die Scheiße gehen, Mhm. um für uns irgendeine Lösung herauszuarbeiten. Wonach du schon mal definitiv nach deiner Definition süchtig nach warst. Außer nach Zucker. Jumpies. Ja, Jumpies. Sonst nichts? Naja, nach Zigaretten. Ach ja. Nee, also Ja. wer ja heute zum ersten Mal reinschaut, das kann ja immer mal passieren. Mhm. Maren hatte Lungenkrebs und ja, und Rauchen war ihr Hobby davor. Ja, eigentlich Genau, schon. kann man so sagen. Ja. Und wozu hast du noch geraucht? Aber das nehmen wir jetzt nicht nur als Teaser fürs nächste Mal, weil wir wollen ja heute uns aufs Essen konzentrieren, Genau. die Lösung noch präsentieren. Ne? Und da sollten wir uns jetzt vielleicht drauf an. Also wir werden noch weitere Ja. Sachen über Süchte machen. Wenn euch spezielle Süchte interessieren, bitte rein in die Kommentare. Genau. Für uns als Anregung, weil wir lieben das, wenn wir miteinander das machen. Und stimmt's? Ja. Genau, also Rauchen wird Ja. auf jeden Fall mal ein Thema werden, ne? Ja. Und du hattest Stress gesagt, aber jetzt wollen wir erstmal bei den Also, Lösungen ja, bleiben. ja. Wie hast du es geschafft, schlank zu bleiben? Tja, da Wie ist sie habe ich nicht drauf das? vorbereitet auf diese Frage, Nee, aber das ist auch aber gut ich, so. ja, Live ich und in kann, Farbe. wie habe ich es geschafft, Ja, schlank zu bleiben? Bewegung, Sport, okay. ja. Ähm, nun ist es bei mir so, dass wenn ich im Stress bin, dann esse ich nichts. Ich auch nicht. Und da wir ja öfter Stress haben, Ja. genau das ist ein Punkt, den hätte ich vergessen. Danke. Ja. Ja, ich kann auch nicht essen, wenn ich gestresst bin. Überhaupt Ich kann nicht. so einen Hunger haben, in dem Moment kommt was und dann ist Essen. Und das kann so lange gehen, bis das vorbei ist. In meiner Scheidung habe ich eine Woche lang so gut wie nichts gegessen. Meine Mutter war Kenn ich. davon, ach so, interessant, dass du das sagst. Wir sind ja noch beim Essen, kann ich auch noch mal einfügen. Meine Mutter war felsenfest davon überzeugt. Und das war übrigens, fällt mir jetzt auf, mir wurde eigentlich nie geglaubt. Ne? Also, wieder. Wieso? Weil Was hast du- als ich aus England kam Ja. und mich gerade von meinem Ehemann verabschiedet habe und ich flüchten musste und also wirklich mit einem Interimspass, also es war wirklich Drama, ja, bin ich dann mit so einem Interimspass, der nur 3 Wochen galt, nach Deutschland geflogen. Und das ist auch nochmal echt eine Story wert. Und in der Zeit habe ich eine Woche lang so gut wie nichts gegessen und ich war so dünn. Also ich kann ja sagen, fast 1,72 oder da war ich 1,72 und da wog ich 56,5. Das ist echt dünn. Und das ist so dünn gewesen, dass meine Mutter absolut felsenfest überzeugt war, dass ich entweder Bulimie oder Anorexie hatte. Aber dass ich ihr versicherte, dass es so nicht war, half nichts. So, und dann habe ich, und jetzt, das ist jetzt spannend, und, du hast auch noch was Tolles. Nachher zu deinem Körper, behalt das mal. Mit den Champignons. Ah, ja. So, und da fällt mir nämlich jetzt ein, und als ich dann zur Ruhe kam, ich war quasi aus London geflüchtet, hatte nur 3 Wochen und musste dann wieder zurück. Und in diesen 3 Wochen, wo ich wusste, ich bin in Sicherheit, Konntest du essen? was habe ich gegessen? Ja. Aber mit Genuss. Denn ich hatte schon das Gefühl, dass irgendwie, also vom Körpergefühl fühlte ich mich schon, als würde ich innerlich schrumpfen. Also als seien meine Organe schon geschrumpft. Also das war nicht schön. Also nee, ich das fühlte ist mich auch- nicht wohl. Das war nicht so, hi, hier, guck mal, wie toll, wie dünn ich bin. Nein. Nee. Sondern, wenn ich das Bild sehe, da bin ich so. Also dein Gesicht. Und vielleicht hätte ich da mich als Model, ne? Vielleicht, weißt du so, hätten sie vielleicht drauf gestanden. Aber ich war so erstmal war es wieder schlimm, dass mir keiner glaubte. Das war schlimm und das ist mir so häufig passiert. Und dann kam es nachher so, dass ich nur Fleisch essen wollte. Nur. Ich kann dir heute noch sagen, was ich damals gegessen habe, weil ich in so einem
Ich kann auch nicht übrigens, wenn ich wahnsinnig Hunger habe, so wie du das sagst, wie du diese Birnen da in dich reingefressen hast, das kann ich leider auch nicht, wenn ich voll Hunger habe, weil manchmal würde ich gerne schneller essen können, Ach so. kann ich aber nicht. Und dann hast du so einen Hunger und ich kann nicht schnell essen. So, Das kenne ich aber auch. Kann aha, ich mal einmal nach meiner Immuntherapie hatte ja, ich das immer. ja, Also am Anfang. ja. Ähm, ich komme wieder zu Ja, dir. nicht ganz so dick, aber ja. 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 Dass ich wirklich nicht so schnell Nahrung herbeischaffen konnte, wie ich sie brauchte. Ach, Da war das auch schon. ja, bist du ja auch Mhm. so ausgelaugt, da ist ja nichts mehr Da ist gar drin. nichts mehr. Und Oha, da bin das kann ich, ich mir vorstellen. genau, und da bin ich ja dann auch einkaufen gewesen. Oh, Und da war es dann auch wirklich so, dass so einige Sachen wie Champignons mussten mit. mussten mit. Du Also hattest ein es Körpergefühl entwickelt. genau, Ja. für meine Nahrung. Ist Also das nicht toll? ja, das ist schon interessant auch, ne? Dass Ja. der Körper wirklich die Zeit so beim Einkaufen hier, da und da. Und du weißt genau, weil der führt dich nämlich. Ja. Und was ist das jetzt wiederum? Ich weiß, Lungenkrebs ist scheiße. Das wollen wir nicht schönreden. Nee. Aber wir hatten es schon mal mit der Therapie, was du da alles an Geschenken bekommen hast. An Weisheit, an Wissen. Genau. Durch deine Heilung. Und jetzt das mit diesem Körpergefühl, was im Grunde das ist, wo ich nachher drauf kommen will. Weil ich dir ja nachher auch oder euch nachher meine Lösung präsentieren möchte. Weil das ist wundervoll, wenn dein Körper wieder Ja. mit dir anfängt zu sprechen. Ja, sehr Mein Körper freundlich. Ja. ist seit ungefähr 8 Jahren oder so mein Seismograph. Der sagt mir immer ganz genau, da lang, da nicht lang. Mhm. So, und das ist genial, wenn du das da als beim Essen so hattest. Das sagt man übrigens Schwangeren nach. Ja, stimmt. Und meiner Mutter, Ja, ja. also ich hatte das nicht so, Ja. aber meine Mutter Mhm. hatte, als sie, glaube ich, mit mir oder meinem Bruder schwanger war, weiß ich nicht mehr, aber diese Hähnchengeschichte. Ja. Ach so, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das war sogar ich, die da gerade geboren werden sollte. Und wie Ja. passend, dass ich dann so auf Hähnchen stehe. Und so, Mhm. oh Gott, mein Gott, ja. Bei mir war es Schokoladenpudding. Deine Mutter war süchtig nach Schokoladenpudding? Ja. Ja, meine Mutter halt war hochschwanger mit mir. Jetzt fällt es mir ein, das war 1969 und es war ein Schneesturm. Das könnte man mal nachgucken. Also angeblich, also das sagen die Legenden, haha. So, aber das werde ich mal, in der heutigen Zeit kann man das ja alles nachprüfen. Also Mhm. an meinem Geburtstag wohl, glaube ich, war da so viel Schnee, aber meine Mutter hatte Heißhunger auf ein halbes Hähnchen. Und mein Vater er war ein toller Familienvater, das kann ich wirklich sagen. Und er hat auch für meine Mutter alles getan, alles. Und ich habe immer nicht verstanden, wie sie ihn immer so runter machen konnte. Aber egal, das ist ein anderes Thema, da kommen wir auch noch drauf. Aber er hat dann, selbst da, im Schneesturm, wenn es denn stimmt, ich werde nachher mal nachgucken, hat er Autos freigeschaufelt. Wir haben damals in so einem Wendehammer gewohnt. Ja. Und die Autos waren alle voll meterhoher Schneedecken und du konntest überhaupt nicht sehen mehr, du wusstest nicht mehr, wo dein Auto stand. Und da war alles voller Schnee. Und da hat Ja. hat er sämtliche Autos frei gemacht, Ja. um ein halbes Hähnchen zu meiner. Ach ja, das stimmt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ein halbes Hähnchen für meine Mutter ranzuholen, die danach verlangte. Ja. Und kommt mit dem halben Hähnchen wieder und einer Hebamme. Und meine Mutter kriegt einen Schreck und sagt, das ist noch gar nicht so weit und ist nicht und so. Und mein Vater, wie absolut geil, der muss das geahnt haben, denn da war vorher noch nichts. Und ich bin ja die Zweitgeborene, war Ja. der Muttermund schon ziemlich auf. Also die mussten sich dann richtig beeilen. Nein. Ja, und ich bin im Uetersener Krankenhaus eine der wenigen, das werde ich auch noch mal rausfinden, weil die Legenden sagten immer, ich sei die Letzte, die im Uetersener Krankenhaus geboren sei. Und das habe ich, bis mein Sohn auf die Schule kam. Also das habe ich, jetzt kommt er in die 12. Klasse, also ungefähr seit 10 Jahren wurde mir der Zahn gezogen, dass es nicht so ist. Also ich habe 47 Jahre dran geglaubt, dass ich die letzte Geborene in Uetersen sei. Im Krankenhaus, muss man sagen. Im Krankenhaus. Da war nämlich noch damals ein Krankenhaus. So, und jetzt zieh dir das rein. Jetzt gehe ich durchs Rosarium in Uetersen mit meinem Sohn und dessen Schulfreundin und deren Eltern.
Und ich, weil ich ja Uetersener bin dann stolz, ne, gehen wir durchs Rosarium in Uetersen und so, hier schöne Schleichwerbung, lohnt sich, gerade jetzt in der Saison. Stimmt. Ja, da werden wir irgendwann Geld für verlangen, ne? Übrigens. So, auf jeden Fall. Ja, ist so. Klar, das Leben geht weiter. Auf jeden Fall gehen wir da längs und ich erzähle ihm, er sagt, er ist Uetersener und ich so, ich auch. Und dann kam so ein bisschen so hier, ein bisschen rumflexen und ich so, ja, aber ich bin die Letzte, die in Uetersen geboren wurde. Er so, ich bin auch im Uetersener Krankenhaus geboren. Und dann hat er mir erstmal sein Geburtsdatum gesagt und das war nach meinem. Gleiches Jahr, könnte sein, dass es 69 geschlossen wurde. Das werde ich alles mal nachprüfen, ehrlich gesagt. Aber er war tatsächlich nach mir geboren in Uetersen. Im Krankenhaus. Also stimmte das gar nicht. Nee. Und das habe ich 47 Jahre lang geglaubt. War jetzt nicht so schlimm, dass diese Blase geplatzt ist, aber trotzdem, was einem da für ein Scheiß teilweise erzählt wird. Und man Ja. glaubt dran. Aber diese Gelüste, mir ist dann auch wieder eingefallen, Thomas ist auch, mitten im Winter brauchte ich Blaubeeren. Ich wollte unbedingt Blaubeeren essen. Das war auch während meiner Chemozeit. Ja. Also da Hat er die rangeholt? Ja, hat Ja, er das die ist geholt. Liebe. Hm. Ist das nicht süß? Das ist süß. Danke Ja. an alle lieben Männer, Genau. die loslaufen und den Frauen das ranholen, was sie da jetzt gelüstet. Also erstmal ein Danke auch an die Männer. Denn Ja. wir haben erfahren, wir haben mehr männliche Hörer als weibliche. Ich weiß nicht, was ich jetzt davon halten soll, aber Vielleicht, also eine Bekannte von mir sagte dazu, vielleicht sind das Männer, die Frauen verstehen wollen. das wäre doch toll. Das wäre doch toll, ne? Ich habe mir ehrlich gesagt als Partner immer jemanden gewünscht, der mal versucht, mich zu verstehen. Ist mir bis heute nicht hold. Kommt. Oder auch nicht. Also wir werden es sehen. Da bin ich genauso wie mit meinem Sohn. Ich kann mir vorstellen, damals konnte ich mir vorstellen, ein Leben ohne Kind oder auch ein Leben mit Kind. Und ich habe es immer offen gelassen, komplett. Und da selbst, was du jetzt sagst, kommt, du bist da ja völlig überzeugt von. Und mir ist es im Moment, Ja. kann ich mir das gar nicht vorstellen, weil wir so viele Projekte haben und so viele Sachen. Das würde mich nur ablenken. Es sei denn, der arbeitet mit am Projekt. Das wäre Deswegen natürlich. kommt er ja auch nicht, weil du davon überzeugt bist, dass sich das ablenken Stimmt, Glaubenssätze. Ja. Da war doch was. Ja. Wir hatten ja schon mal. Ja, okay. Ja, aber dann will ich das jetzt aber auch nicht. Weil ich dann weniger Zeit für diese Babys, die wir jetzt gerade raushauen. Wenn es sein soll, dann Passiert sowieso. Passiert sowieso. Deswegen, das ist ja mit meinem Sohn genauso gewesen. Da habe ich auch gesagt, wenn es sein soll. Genau. Und das sollte so Dann dermaßen passt das sein. Ja, auch alles. also insofern. Dann ist das ein Mann, der dich unterstützt. Genau. Ja, dann habe ich nichts dagegen. Siehst du? Na, also, dann warten wir mal ab, Wir was haben das Leben jetzt mal so ein bisschen, bringt. ne, in der Praxis haben wir das jetzt mal umgesetzt. Ja, ne, das dass ist wir wirklich, ja, so ihr arbeiten habt wir das mal zusammen. mitbekommen. Wir spiegeln uns dann gegenseitig. Wenn ich Genau. einen Glaubenssatz raushau, Mhm. dann spiegelt sie mir den und umgekehrt. Und da können wir auch richtig direkt miteinander sein. Und das liebe ich. Weil, wem darf man sowas schon? Hier, unserem Teampartner, mit dem Ja. darf ich das auch. Eigentlich sind das die einzigen Leute in meinem. Ja, doch. Und mein Sohn auch. Nee, Moment. Da sind wir, ja, mein Sohn auch. Da darf ich direkt den Spiegel, aber der macht das noch viel schlimmer mit mir. Mhm. Also Kinder sind da brutal. Also Kinder Vielleicht sind habt da, ihr da ja auch mal Erfahrungen. Würden wir gerne wissen. wenn die Kinder euch brutal behandeln und euch den Spiegel so dermaßen, vielleicht sogar beim Thema Sucht, entgegenhalten. Ja. Denn kriegen wir endlich wieder den Bogen, aber es macht nichts. So sind unsere Podcasts nämlich, weil wir das einfach aus dem Bauch raus machen. Was ich letztens wieder beobachten durfte, war, dass, ich glaube, es war in einem Film, wo eine Mutter in dem Moment gemerkt hat, was sie eigentlich selber macht, als dann die Tochter das kopiert hat. Mhm. So, dann hat die kleine Tochter das nachgemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich es auf dem Spielplatz oder ob es im Fernsehen war. Weißt du, so, die Kinder machen das dann nach und dann werden die Eltern mit sich selbst konfrontiert, weil die Kinder sind ja in den meisten Fällen das höchste Gut, was man ja beschützen möchte. Und dann wirst du mit deinen eigenen dunklen Seiten quasi konfrontiert, Ja. weil das Kind das dann nachmacht oder, das gibt's auch, genau das Gegenteil macht und dir dann richtig den Spiegel vor die Nase hält. Weil
Das passiert auch häufig. Nehmen wir mal Thema Sportsucht. Hm. Einfach fällt mir da jetzt mal spontan ein. Dann könnte es ja sein, wenn du irgendwie unbedingt willst. Was? Kö- Sport. Ich bin sportsüchtig selber. Ja. So. Und wenn ich jetzt sportsüchtig bin und ich will aber unbedingt, dass mein Kind das auch macht, was könnte da denn passieren? Was habe ich gerade gesagt? Oh, das ist gut. Dann können die Zuschauer mal mitdenken. Ja. Was das könnte muss- passieren, wenn ich bin sportsüchtig und ich möchte unbedingt, dass mein Sohn Sport macht? Welche Möglichkeiten habe ich da, um mich zum Ausdruck zu bringen? Ihn mitnehmen zu deinem Sport? Super Sache, gehe ich mit. Sofort. Ja. Ja. Und was könnte bei dem Kind passieren? Bei dem Kind, wenn du versetzt dich jetzt mal ins Kind. Das Kind beobachtet die ganze Zeit, da ist jemand in der Familie, der macht irgendwas exzessiv. Rauchen, Trinken, Alkohol, Sport, ist eigentlich egal. Ja, genau. Gehen wir mal auf die Kinderebene. Wenn du jetzt das Kind bist und beobachtest das die ganze Zeit, welche Reaktion hast du darauf? Ja, es sind zwei, also entweder finde ich es zu viel Und dann? und dann, dass ich das nie machen würde. Siehst du? Also es geht komplett in die andere Richtung. Ich rühre Oder- Alkohol nie an oder ich mache Ja. gar keinen Sport. Das mache ich Genau. nicht. Ja. Oder? Oder ich werde auch mit. Oder du machst es nach. Oder ich mache es Genau. nach. Genau. Also ich kann mir nämlich nicht vorstellen und deswegen, ich beobachte ja viel und hauptsächlich in meiner eigenen Herkunftsfamilie, die habe ich als Beobachterin immer von einer anderen Ebene, so ein bisschen von außen auch betrachtet, aber immer auch mit Angst, weil ich ja viele Dinge, die ich da gesehen habe, auf keinen Fall wollte. Ich wollte auf keinen Fall die Figur meiner Mutter. Ich wollte auf gar keinen Fall, also es war sehr angstbehaftet. Ich wollte auf keinen Fall esssüchtig sein. War ich aber. ja, So. immer das, was man Immer nicht natürlich, will. auf keinen Fall will ich das. Und dann steckst du so viel Energie in dieses, oh mein Gott, ich habe Angst davor, dass du es, da gebe ich dir Brief und Siegel für, bekommst. Genau. Also ich kann nur von mir reden. Ich habe es ja das- noch nicht mal gemerkt, dass ich es hatte. Ich habe es erst Ja. gemerkt, weißt du, woran ich es auch gemerkt habe? Woran? Als unser Kater elendig verreckt ist. Denn ich habe mittlerweile festgestellt, dass Haustiere, also meine Haustiere spiegeln mich. Das sind meine kleinen Orakel. Mein Kater insbesondere. Hühner Die auch. Zuschauer sehen das nicht. Hier laufen Die immer ganze Zeit. Hühner. Und total Ja, entspannt und manchmal krähen sie dazwischen. Das ist so chillig. Ich liebe es. Deswegen gucken wir vielleicht manchmal so ein Ja. bisschen nach links und rechts. Auf jeden Fall ja Kater, ja? Sucht. Ja. Als der so elendig verreckt ist. Willi, Gott hab dich selig, ey. Unser erster Kater. Ich liebe ihn immer noch und ich liebe alle Katzen in unserem Hause und ich liebe alle Tiere, das jetzt schon mal vorweggenommen. Und ich danke auch allen Tieren für den Spiegel und auch wenn es ein schrecklicher Spiegel ist, denn für Willi war das nicht schön. Denn Willi war genauso essgestört wie wir. Außer mein Vater, den lasse ich mal vor. Ich rede nur von meiner Mutter und von mir. So. Und ich habe ja nur immer meine Mutter als Beispiel gehabt, als weibliches Vorbild. Mein Vater hatte auch einen Bauch, aber Essen war bei ihm nie ein Thema. Das Thema war bei meiner Mutter gelagert. So. Und Willi der hatte nachher gelbe Augen, hatte Leberversagen. Und warum? Weil der alles gefressen hat. Wir haben dem alles gegeben. Wir haben dem Sahne gegeben. Wir haben dem Joghurt gegeben. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, wir haben ihn regelrecht umgebracht. Da konnte ich sehen, was Essen macht. Weiß, was Käseränder machen. Leberversagen. Also nicht der eine Käserand, den man jetzt mal mit isst. Aber wir haben unsere Katze totgefüttert. Der hat Gummibärchen gegessen. Ach so, ein Ding, Willi. Ein Ding. Behalt dein Wort. Kannst du es merken? Ja. Sucht. Willi, das habe ich mal in meinem Kinderzimmer damals beobachtet. Kennst du diese, ich weiß nicht, wie sie heißen, das ist Schweinespeck, aber in Fett gebraten. Das ist Schweinespeck in Fett gebraten. Die gehen so auf, so in Blasen. Das sind so Ja. ganz ja. leckeres Zeug. Ich liebe das. Ja, ich mochte die nie so. Ich gern. liebe auch Ja. Schweinshaxe. Ja. Ja? Ja. So, ich bin keine Vegetarierin und ich esse jetzt auch nicht jeden Tag eine Schweinshaxe. Aber wenn sie mir lecker serviert wird,
sage ich nicht nein. So, und das so nebenbei. Auf jeden Fall, deswegen mochte ich ja auch aus dem Imbiss. Du bist ja geprägt Ja. als Kind. Werden deine Geschmackssensillen geprägt. Ja. Und auch da kannst du noch so viel drüber nachdenken und noch so viel ist das gesund. Aber du bist darauf geprägt, ja. Und deswegen liebe ich Speck. Ich liebe das, weil ich im Speckgeruch, immer Hähnchen, die immer braten. Das war Heimat für mich. Heimatduft. Ja. Ja? Ja. So. Und Willi hat Gummibärchen gegessen. Der war in der ganzen Nachbarschaft bekannt. Die haben Bilder gemalt von Willi, weil sie ihn alle liebten, weil er zu jedem gegangen ist und alles gefressen hat. Und jetzt zum Suchtding. In meinem Kinderzimmer hatte ich diese Speckteile und dann habe ich den gegessen, habe natürlich Willi was abgegeben. Willi hat immer was abbekommen. So, und dann habe ich ihm eingegeben und dann ist er komplett ausgetickt. Ich habe noch nie eine Katze auf Droge gesehen. Nee. Du? Nee. Echt auf Droge. Der hat das Ding gegessen, Ja. die Augen, der hat Pupillen gekriegt, also Gott. Riesenpupillen Ja. und dann so. So wie wenn die einen Vogel beobachten. Also Katzenbesitzer kennen das. Wenn die was anstarren und der macht so, völlig irre. Völlig irre. Oh So, Gott. und ich so, oh mein Gott, was habe ich getan? Ja. Und dann fand ich es aber auch irgendwie lustig. Und dann, naja, ich war da vielleicht 14 oder so. Bei Willi, das müsste man auch mal, den hatten wir lange. Ja, nee, Moment, der ist nur 8 geworden. Moment, nicht lange. Flitzi ist 18,5 geworden und Willi hat nur 8 Jahre gelebt. Ja, und Katzen können durchaus 20 werden, haben wir ja letztes Mal gelernt. So, und dann habe ich dieses Chips-Teil genommen, ne, so, und hab Willi, der da völlig ausgetickt war, habe ich das quer durchs Zimmer geschmissen und der ist da hinter, als würde er eine Maus fangen, aber in einem Affenzahn, so habe ich den noch nie hinter einem Essen herspringen sehen und hat sich da drauf, hat das so wie du mit deinen Birnen. Ja. Das habe ich bei Willi beobachten können, als ich so 14 war. Und da Oha. habe ich Sucht gesehen. Ja. Da habe ich Sucht gesehen. Und man sagt ja auch, dass in diesen ganzen Chips-Geschichten sind ja wirklich, da ist, also das ist ja jetzt nicht anprangern, da ist ja alles Mögliche drin. Ja. Auch was deine Geschmacksnerven so überreizen auch, dass du dann natürlich diese natürlichen Sachen, so wie als du auf einmal wieder Champignons, als dein Körper sagen konnte, hey, Champignons, ja, hey, da auf so eine Idee kommst du gar nicht, wenn du Chips isst. Weil du Nein. willst nur mehr Chips. Ja. Also ich habe das mit Würmern, also hier Erdnussflips. Ja. Wenn ich Erdnussflips, Ich habe es Alle heute weg. allerdings, dass ich habe es natürlich dann auch nochmal wieder probiert. Ich habe, also keine Jumpies, aber nee, da gehst du nicht mehr also ran. ich habe ja auch ich verzichte ja auch auf Süßigkeiten. Ja. Also ich esse seit 7 Jahren hole ich mir keine Tafel Schokolade oder Ja. Weingummi oder sonst Gar nichts. irgendwas und habe das jetzt mal probiert nach langer Zeit, also auch schon wieder Jahre her. Das schmeckt nach Chemie. Hier, ich weiß. Also mir hat es wirklich nach Chemie. Also es ja, ist das kannst zwar, du dann nicht mehr ertragen. Nein. Der Körper kann es nicht mehr tragen. Da habe ich es noch was, ist ja. tatsächlich so. Also, aber ich habe vorher wirklich, ich habe super gerne genascht. Also so richtig gern. Mhm. Schokolade, Weingummi, Lakritz auch sehr gerne. Und das schmeckt auch nicht so ganz so schlimm wie eben halt. Finde ich auch. Lakritz kann man noch gut kann essen. man noch gut essen, Ja. Lakritz, Ja, finde ich aber auch nicht zu viel. Ja. Ne? Immer alles in Maßen. Mhm. Aber das andere, irgendwie Kaubonbons, das ist alles, schmeckt nach Chemie. Genau. Und ich möchte noch ein Rätsel schon mal wieder aufgeben. Ich habe nämlich jetzt die Rätsel entdeckt. Ne, ich hatte Johanni als Rätsel. Ja. So, und jetzt habe ich noch ein Rätsel, weil du Lakritz gesagt hast. Ah. Es gibt ein Syndrom, welches auftaucht, wenn du zu viel Lakritz isst. Okay. Jetzt eine Frage an die Zuschauerschaft. Wie heißt das Syndrom? Ich weiß es jetzt gerade selber nicht, aber ich weiß, dass es gibt. Also in meiner Heilpraktika-Ausbildung musste ich das lernen. Okay. Das war eine Prüfungsfrage, was das denn ist oder was passieren kann, ja. so in der Diagnose, wenn jemand kommt mit, oh, jetzt hätte ich es fast verraten. Oh mein Gott. Ja, also Lakritz, wenn man davon tütenweise isst, was kann dann passieren? Und es gibt auch ein Syndrom, hier an alle Kollegen vielleicht oder
Gesundheitsinteressierte, wir freuen uns, wenn ihr uns sagt, wie das heißt. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Und jetzt noch mal ganz kurz. Du hast dir das Naschen abgewöhnt, wie? Wie? Wie ich das gemacht Ja, habe. das müssen sie wissen. Wie hast du das gemacht? Weil die jetzt naschsüchtig sind, wollen jetzt wissen, wie hast du dir das abgewöhnt? Was war der Auslöser?